Tabellen in OneNote sind eine super Sache und trotzdem gibt es immer mal wieder Unklarheiten, wie eine Zuschauerfrage von vorgestern zeigt. Aber seht selbst. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Inspiriert von einer Zuschauerfrage geht es heute um Linien in Excel-Tabellen, die in OneNote eingebettet sind, und wie man die drucken oder kopieren kann. Und am Schluss gibt es noch einen kleinen Hinweis, wie ihr mit überschüssigen Spalten oder Zeilen in Excel-Tabellen umgehen könnt. Grundlagen zu Tabellen in OneNote habe ich euch in der Infokarte verlinkt. Da gibt es schon 2 Videos dazu, ein Grundlagenvideo und eins, wo es mehr so um Probleme geht. Aber jetzt schauen wir uns konkret an, wie das mit Excel-Tabellen ist. Ich habe hier schon mal eine Seite in OneNote vorbereitet und möchte in die jetzt eine Excel-Tabelle einfügen. Das heißt, ich gehe auf Einfügen, Kalkulationstabelle, neue Excel-Tabelle. Und damit wird eine neue Excel-Tabelle angelegt. Die bekommt automatisch den Namen dieser Seite und hier wird schon mal die leere Tabelle angezeigt. Und um die zu bearbeiten, klicke ich jetzt hier auf Bearbeiten. Damit geht Excel auf. In Excel sieht man jetzt hier auch markiert, welcher Bereich in OneNote angezeigt wird. Und ich füge jetzt hier einfach mal einen Text ein, den ich schon vorbereitet habe und schließe diese Excel-Datei und damit wird jetzt gespeichert und nach einer kurzen Verzögerung wird mir dann angezeigt, was ich in der Excel-Tabelle eingegeben habe. Und das wird hier, und das ist wichtig, als Grafik eingefügt. Das seht ihr auch daran, wenn ihr einen Rechtsklick auf diese Excel-Tabelle macht, dann sind hier Befehle wie Text aus Bild kopieren oder auch Bild als Hintergrund festlegen. Also Excel-Tabellen werden innerhalb von OneNote wie eine Grafik behandelt. Das wirkt sich auch auf Suchen aus, da habe ich euch auch in der Infokarte ein Video verlinkt. Jetzt ist die Frage, werden die Gitternetzlinien, die hier mit angezeigt werden, werden die in OneNote mit gedruckt? Wenn ich mal auf Datei drucken gehe und dann die Seitenansicht aufrufe, dann sehe ich hier, die Gitternetzlinien werden mitgedruckt. Und wenn ich das nicht möchte, dann kann ich jetzt nicht innerhalb von OneNote das entsprechend anpassen, sondern ich muss die Excel-Tabelle so anpassen, dass die Gitternetzlinien nicht angezeigt werden. Das heißt, ich gehe auf Bearbeiten, damit wird die Excel-Datei wieder in Excel geöffnet und jetzt findet ihr unter Seitenlayout findet ihr hier den Bereich Blattoptionen und da seht ihr Gitternetzlinien anzeigen und wenn ich sage, ich möchte die nicht anzeigen, dann werden sie in Excel nicht angezeigt. Ich schließe und speichere wieder und damit wieder mit ein bisschen Zeit verzögert werden die Gitternetzlinien auch hier in OneNote nicht angezeigt und wenn ich dann auf Datei drucken gehe, Seitenansicht, dann sehe ich, dass die Gitternetzlinien hier jetzt auch nicht mitgedruckt werden. Wenn ihr dickere Linien wollt oder individuellere Linien, gestrichelt oder was auch immer, dann helfen die Gitternetzlinien natürlich nichts. Dann müsste man mit Rahmenlinien arbeiten. Das machen wir auch wieder in Excel. Das heißt, ich gehe wieder auf Bearbeiten. Ich markiere dann den Bereich, den ich mit entsprechenden Linien versehen will und finde jetzt unter Start hier im Bereich Schriftart hier die Rahmenlinien. Und da könnt ihr Standardrahmenlinien nehmen. Das wären jetzt einfache Linien, die sehen fast nachher aus im Ausdruck wie die Gitternetzlinien. Ihr könnt da zum Beispiel auch noch eine dicke Rahmenlinie außenrum machen, dann ist außen dick, innen ist ein bisschen dünner. Ihr könnt aber genauso hier über den Befehl weitere Rahmenlinien ganz individuell Linien auswählen, diese Linien zum Beispiel innen oder auch außen zuweisen. Ihr könnt auch die Farbe steuern. Ich mache die mal rot hier, innen und außen und bestätige mit OK. Und dann habt ihr eben ganz spezielle Linien. Und wenn ihr jetzt schließt und speichert, dann wird das in OneNote entsprechend dargestellt und mit Datei drucken, Seitenansicht, seht ihr, das wird auch entsprechend dann im Ausdruck dargestellt. Also das heißt, wenn ihr ganz einfache Linien wollt, könnt ihr das über die Gitternetzlinien machen. Wenn ihr individuelle Linien wollt, dann braucht ihr tatsächlich die Rahmenlinien in Excel. Am 10. August ist das Buch erschienen, das ich mit
Secret Test zusammen geschrieben habe, Microsoft 365, Zusammenarbeit in der Cloud. Ihr seht hier das Stichwortverzeichnis und das Kapitel zu OneNote. Wir haben da also auch einiges zu OneNote geschrieben, vor allem auch zur Zusammenarbeit mit anderen in OneNote. Und wenn ihr dieses Buch bestellen wollt, dann könnt ihr das gerne bei mir bestellen und zwar in meinem Shop unter www.arnoburger.de Shop. Den Link findet ihr auch unten in der Beschreibung. Wenn ich jetzt so eine Tabelle rauskopieren will und dabei die Linien mitkopieren will, dann gibt es ein paar Kleinigkeiten, die man wissen muss. Das erste ist natürlich, um jetzt überhaupt mal den Inhalt zu markieren und zu kopieren, muss ich wieder auf Bearbeiten gehen. Dann markiere ich das, was ich kopieren möchte. Kopiere das zum Beispiel mit Rechtsklick kopieren. Und jetzt ist Folgendes wichtig. Ihr dürft jetzt Excel nicht schließen, bevor ihr die Tabelle eingefügt habt. Ich zeige euch das mal, wenn ich Excel erst schließe und jetzt an eine Stelle innerhalb meiner OneNote-Seite gehe und dort mit STRG V einfüge, dann seht ihr, hier werden keine Linien mit eingeführt. Wenn ich hingegen die Excel-Datei offen habe, das markiere, was ich kopieren will, es kopiere, dann die Excel-Datei offen lasse, in OneNote gehe und jetzt hier mit STRG V einfüge, dann werden die Linien mit übernommen. Also wichtig, Excel-Datei offen lassen, einfügen und erst danach die Excel-Datei wieder schließen. Jetzt seht ihr, das sind zwar Linien mit rauskopiert worden, aber sie sind weder rot noch gestrichelt, auch nicht fett und so weiter. Und das liegt daran, dass Tabellen in OneNote, ihr könnt das hier oben über das Menüband Tabelle ansehen. Voraussetzung ist, ihr seid in der Tabelle, dann gibt es dieses Menüband. Da gibt es Rahmen ein- und ausblenden. Und da gibt es keine Möglichkeit in OneNote für eine OneNote-Tabelle, den Rahmen dicker oder gestrichelt oder sonst was zu machen. Und deshalb, wenn ihr aus Excel rauskopiert, werdet ihr niemals innerhalb der OneNote-Tabelle dann die Linien so haben, wie ihr sie in der Excel-Tabelle habt. Da gibt es keine Möglichkeit. Nun noch zu einem letzten Punkt, nämlich, wenn wir uns die Excel-Tabelle anschauen, dann sehen wir, dass hier eben noch Spalten eingeblendet sind. Und ich kann die jetzt nicht dadurch rausbekommen, dass ich hier irgendwie anfange, den Textcontainer irgendwie schmaler zu machen oder an dieser Excel-Tabelle anfange rumzuziehen. Das verzerrt das Ganze nur, sondern ich muss in Excel diese Spalten ausblenden. Und dazu gehe ich wieder in die Bearbeitung, markiere die Spalten, die ich ausblenden möchte, indem ich auf den Spaltenkopf klicke und so weit aufziehe, wie ich das brauche. Und dann mache ich einen Rechtsklick auf die markierten Spaltenköpfe und wähle den Befehl Ausblenden. Jetzt seht ihr F, G und dann geht es mit K weiter. Und wenn ich jetzt Excel schließe, speichere, dann seht ihr, werden jetzt die restlichen Spalten ausgeblendet. Es bringt nichts, wenn ihr die Spalten löscht oder Ähnliches macht oder die anderen Spalten breiter macht. Es hilft alles nichts. Ihr müsst die überschüssigen Spalten ausblenden. So, das waren jetzt einige Sachen rund um Excel-Tabellen innerhalb von OneNote. Ich bin mir aber sicher, wenn ihr damit mehr arbeitet, werdet ihr noch weitere Fragen haben. Schreibt mir die gerne unten in die Kommentare. Ich beantworte die sehr regelmäßig. Und wie gesagt, wenn euch mein Buch interessiert, dann freue ich mich, wenn ihr es bei mir bestellt. Dann habe ich ein bisschen mehr davon als nur die paar Prozent Autorengage, die ich da bekomme. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.